Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema Ausbruch von Kupfer, gut für Goldaktien. Disclaimer. Ausbruch bei Kupfer, gut für Goldaktien. Der Aktionär schreibt heute, Kupfer bricht aus, fünfstellige Preise für möglich. Finden Sie den Artikel in der Beschreibung. Aktuell liegt der Preis pro Tonne bei 8.799 Dollar. Kupfer wird auch von den meisten Minenunternehmen gefördert, die auch andere Metalle wie Gold, Silber oder Platin fördern, entweder als Hauptprodukt oder als Nebenprodukt. Darum ist ein steigender Kupferpreis ebenfalls für eine höhere Bewertung von Gold- und Silberminenaktien mit ausschlaggebend. Ich denke mal, es hat einen ähnlichen Einfluss wie zum Beispiel steigende Silberpreise, weil in vielen Unternehmen ist überall Silber mit bei, das im Prinzip gar nicht bewertet ist. Also idealerweise haben wir, also im Gold ist ja oftmals im Zusammenhang mit Kupfer zu finden oder auch umgekehrt, man findet geringe Spuren Gold in Kupfer und das ist ein Nebenprodukt, obwohl man hauptsächlich das Geld mit Kupfer macht, hat man trotzdem eine schöne Golderbeute. Diese Konstellation haben wir. Und ja, je effizienter die Kupferproduktion ist, desto lukrativer auch die Goldproduktion. Und das treibt im Prinzip die ganzen Börsenkurse, gerade den Penny Goldaktien, der Junior Goldaktien, wo vielleicht noch unerschlossene, bislang nicht effizient möglicherweise abbaubare Kupfergebiete sind. Und bei 10.000 Dollar lohnen sich dann viele Projekte. Und das hilft eben auch vielen Goldprojekten, weil die Metalle gibt es eben meist nicht allein. Sie kommen eben in der Konstellation Kupfer-Gold im Wesentlichen und bei Silber den Weißmetallen dann oftmals Zink, Blei und Silber. Also steigende Preise der anderen Metalle ist absolut sinnvoll. Sie sehen auch, dass es eigentlich schadtechnisch, das ist der langfristige Schad von Kupfer. Natürlich den großen Anstieg hier von den 2000er Jahren, das war natürlich ganz signifikant. Hier der große Einbruch in der Finanzkrise. Aber im Grunde genommen hat sich das hier wieder hochgeschraubt und die Chartdynamik spricht jetzt eigentlich für einen Ausstieg und denke mal, dass das der Aktionär meint an der Stelle. Ja, hier nochmal ein Goldprojektgenerator aus Peru. Sie haben in Peru mehrere Gebiete, das Gaban- und Yang-Projekt, das in dem Zusammenhang jetzt auch neu nochmal genehmigt worden ist. Auch da gibt es hochgradiges Goldvorkommen bis 15,8 Gramm pro Tonne. Sie hatten in der Vergangenheit auch noch ein Projekt in Afrika, das noch vor Gericht ist und da sind noch Gelder zu erwarten. Und man nimmt an, wenn das in die Exploration hier fließt, denn dass es noch einen Boost gibt. Wie gesagt, die Aktie ist jetzt ausgebrochen. Die konnte man vor einiger Zeit noch vor circa 10 Cent haben. Mittlerweile kostet sie, glaube ich, heute 18 Cent. Und das könnte eben dann theoretisch ein Penny Stock sein, die dann wieder den Weg in den Dollarbereich findet und hoffentlich in den Mehr-Dollar-Bereich. Wie gesagt, das Explorationspotenzial ist signifikant. Die haben eben doch andere Projekte und gut möglich, es ist hochgradig gut möglich, dass es, sage ich mal, im Zusammenhang einer Goldrallye dementsprechend überproportional profitiert. Natürlich, das ist klar, Peru ist hohes Risiko, Gamble-Risiko, wie immer keine Kaufempfehlung, aber insgesamt denke ich mal ein Unternehmen, das es sich mal lohnt anzuschauen. Ja, generell nochmal zu Gold. Gold müsste eigentlich analog der 1970er Jahre von 2000 Dollar auf 8500 Dollar steigen. Da dürfen Sie nicht zu sehr überrascht sein, wenn dann das tatsächlich funktioniert. Zum Beispiel Michael Oliver meinte ja, dass genau das passiert. Er hat nämlich den 1970er Bullenrun auch genau miterlebt damals. Ähm, Wird man sehen. Jedenfalls sehen Sie hier in den 1970er Jahren, das ist tatsächlich eine ähnliche Chartkonstellation, wie wir sie heute haben. Das hat sich damals quasi in 200 Dollar Raum geschraubt. Damals wurde es doch mal, gab es nochmal eine Korrektur. Und um da möglichst auch eben keiner von den Retail-Investoren sozusagen mit Bias, die diesen Megalauf mitmachen. In meiner Meinung, diese schlechte Umfeldung im Gold- und Silberbereich und auch Goldaktien- und Silberaktienbereich ähm, wurde auch künstlich erzeugt.
um meiner Meinung aus demselben Grund wie zu dieser Korrektur hier eben 1978, 79, 78, denke ich mal, war das, um sie eben nicht dabei zu haben bei diesem Rand, der möglicherweise bevorsteht. Allerdings denken wir in der Realität nicht, dass es jetzt schnell auf 8.500 $ ein Nahjungen, wo man das nicht ausschließen kann, sondern da halte ich mich eben an Statisten, die sagen sinngemäß irgendwo 2.400, 2.500 Gold in 5 bis 8 Monaten und in Silber 42 bis 50. Nichtsdestoweniger, damals hat das eben diese extreme Goldaktienrallye erzeugt. Da stiegen viele Aktien von 15 und 20 Cent auf 10, 20, 30 $. Nicht selten konnte man aus 1.000 $ 100, 200, 300.000 $ machen. Eine einmalige Chance, die sich in einer gewissen Konstellation möglicherweise jetzt wiederholt. Jedenfalls beobachten wir seit einiger Zeit den Anstieg von Gold- und Silberaktien, während Gold und Silber mehr oder weniger stagniert. Das ist das Entscheidende. Das ist quasi im gewissen Sinn eine Abkopplung, die wir jetzt erleben. Ja, welche Finanzereignisse liegen vor uns? Eben der von mir beschriebene vermutliche Anstieg auf 2.400 $. Ja, das ist kein besonders interessanter Anstieg, 20, 25%. Und jetzt lassen wir uns bei den letzten Goldbullenmärkten einfach mal schauen. Das sind der sogenannte Baby- oder Mini-Gold-Aktienbullenmärkte, die wir 2016, 2020, 2021 erlebt haben. Hier ist 2016, da stieg eben Gold von 10.050 $ im Januar 2000 auf 13,60, 30% gestiegen. Also nicht viel, kaum merkbar für den normalen Beobachter. Aber das Entscheidende waren eben Goldaktien. Die hier stieg eben hier von 40 Cent auf 41 $. Und viele haben, das ist jetzt ein ganz extremes Beispiel, aber viele haben ähnliche Performance oder in die Richtung dieser Aktie eine ähnliche Performance hingelegt. Ähm, und wer sich hat nicht rausschütteln lassen, wer nachgekauft hat, konnte eben teilweise an diesem Boom mit teilnehmen. Eben die Goldaktie stieg also um 10.000%. Das heißt, Goldaktie war 350 Mal besseres Investment als Gold zu diesem Zeitpunkt. Das muss man sich mal vorstellen. Das kommt eben von dieser extremen Stauch- und Unterbewertung, die wir jetzt auch haben. Und wenn sich das entlädt, können wir auch ähnliche Zahlenbeispiele wieder sehen. Das heißt, wenn man also zum Beispiel im Januar 2016 eine Unze Gold investiert hätte und diese Aktie gekauft hätte und die ein halbes Jahr wieder später verkauft hätte, hätte man von dem Gewinn, das wären dann 107.000 $ gewesen, sage und schreibe 79 Unzen Gold für den dann höheren Goldpreis kaufen können. Also so sollte man vielleicht auch alles betrachten. Alles, was irgendwo stattfindet, gerade im Vorfeld eines Anstieges Goldpreises, Sie sollten alles in Gold messen. Bringt es mir, mein Investment, mehr Gold? Diese Betrachtungsweise macht eben bei diesen Goldaktienbullenmärkten Sinn. Wie gesagt, diese Goldaktienbullenmärkte, oftmals sind es nur solche kurzen Intermezzos. Sie sehen das hier, 6 bis 8 Monate. Auch hier 2020, Corona-Krise, 2021 nicht viel anders. Auch eigentlich nur ein Anstieg von ungefähr 6 bis 8 Monaten, aber die haben es dann in sich, nicht bei Gold. Gold stieg auch nur um 20 oder 25%, aber diese Goldaktie stieg um 2000% von 2 Cent auf 40 Cent. Das heißt eben auch 100 mal 2000% versus 20% roundabout, 100 mal besser als Gold. Und auch da konnte man am Ende wesentlich mehr Goldunzen als Resultat erzielen, wenn man eine Unze Gold am Boden hier investiert hätte. Ja, also das steht vor, moderater Anstieg von Gold auf Richtung 2.400, 2.500, Silber 40, 50, aber super Explosion, eben wie diesen anderen Goldaktienrallye von Penny Stocks. Ja, Goldaktien sind immer noch extrem unterbewertet. Woran machen wir das fest? Hier wird einmal die ganze Anlage Goldaktien mit Gold verglichen und Sie sehen, da sind 96 sind wir im Bärenmarkt, haben hier den Boden erreicht und jetzt erwarten die Statisten einen noch nie dagewesenen Ausbruch. Das spricht eben auch für Penny Goldaktien. Und diese sogenannten Junior- und Explorationsaktien im Verhältnis zu sogenannten Senior-Aktien extrem unterbewertet. Und das Gap kann sich in einer Mania hier zum Beispiel 2011 schließen.
Das ist übrigens, wenn Sie diese aufeinandertreffen, das ist übrigens ein Verkaufszeitpunkt für Goldaktien, hier 2011. Hier auch sozusagen, zwar ein bisschen früh, aber da war das noch weiter nah dran, aber das war eigentlich dann auch bei dieser endgültigen Abkopplung hier 2004 am Goldaktien, das weiß auch kaum einmal einen Höhepunkt erreicht, da hätte man die auch verkaufen müssen. Und immer wenn das dann auseinandergeht, beginnen Goldaktien generell wieder ein interessantes Investment zu sein. Interessant war es hier Anfang der 2000er Jahre, Finanzkrise, Sie sehen das hier 2015, 2016 und eben jetzt. Wie hätte man 1970 Goldaktien wohl mal optimal gespielt? Ja, einfach Goldaktien gekauft, beobachtet, gute nachgekauft, diversifiziert, sich nicht an einen speziellen Namen gehängt, weiter beobachten und vielleicht 50 bis 100 diesen Goldaktien gekauft. Damals vielleicht zum Beispiel eine Portion $50, würde ich mal sagen, sind heute 250 bis $300. Ähm, und dann einfach diesen Megaboom, diese Megaflut abwarten. Das wissen wir aus Erfahrung. Sie kommt in jedem Fall. Es wird überproportional. Es dauert ungefähr, ja, in dem Fall hat es ja ein Jahr gedauert, hatten wir ja gerade festgestellt. Dauert dann sozusagen ein knappes Jahr, irgendwo 6 bis 12 Monate, dann rausgehen. Und das war eben auch damals so. Damals hätte man eine Gewinne erzielen müssen, einfach rausgehen, weil Goldaktien dann stark auch wieder dazu tendieren zu implodieren, gerade wenn das unterliegende Metall dann runtergeht, wie Gold und Silber. Und damals wäre es eben klug gewesen, hätte man in andere Aktien dann investiert, zum Beispiel Berkshire Hathaway, andere Standardaktien, whatever. Und hätte das einfach für 20 Jahre liegen lassen. Hätte man das gemacht, das sind einfach die Zyklen. Das eine ist eine maximale Inflationszyklung mit der Goldaktien- und Goldübertreibung. Das macht, wie gesagt, alle Energie ist in inflationsbezogenen Assets. Keiner interessiert sich für Standardaktien. Ich glaube, es gab damals, das werde ich vielleicht in Zukunft einpflegen, auch so einen Bericht von 1979 und 78, äh, ähm, Debt of Equities, also der Tod der Aktien. Und wenn Sie dann sowas wieder lesen, wenn Sie jetzt, sage ich mal, in 2, 3, 4, 5 Jahren leben, Aktien sind kein gutes Investment, das macht überhaupt keinen Sinn, wissen Sie, Sie müssen einsteigen wieder bei Aktien. Im Augenblick hören wir ja, Gold nach wie vor bringt keine Zinsen, bringt nichts, wird nie steigen, die Stimmung hat sich verbreitet, Silber schon gar nicht. Im Augenblick gilt das eben für Goldaktien noch. Aber sie beginnen ja zu steigen und hoffentlich beschleunigt sich das ungeheuer. Und Sie müssen eben dann diesen Gold- und Silbermarkt, wenn Sie dann lesen, ja, Gold um jeden Preis und also das könnte man als Kontraindikator. Das werde ich nochmal einpflegen im nächsten Mal. Ja, Agnes 2 und Agnes 3 ist im Grunde genommen, meinen wir damit, Goldaktien gehen hoch, von Penny Stocks Aktien entwickeln sich auf Dollaraktien, in vielen Fällen hoffentlich darüber hinaus, 2, 3, 5, vielleicht sogar $10, was natürlich dann, aber das kann man vorher nicht planen, da kann man sich nur annähern. Ja, was macht man dann? Wir sind einfach bedroht, dass die produzierenden Länder sich vielleicht vergreifen an unseren Ressourcen, extra Besteuerung, so auch das einheimische Bankensystem. Könnte es Bail-ins geben, Ausgabebeschränkungen, extra Steuern, who knows, das ganze Programm. Und wir müssen einfach versuchen, davor sozusagen rauszugehen. Aber es ist ja auch so, noch interessiert sich tatsächlich überhaupt kein Mensch für Goldaktien. Ich denke mal, und das ist auch unsere große Chance, äh, das wird wie so eine Flut. Mit einmal sind sie da, mit einmal sind sie hoch bewertet. Dann merken auch die Massen steigen an, wollen natürlich auch noch reich damit. Viele geben dann noch Management neue Aktien raus und hier die neue Penny Stock Aktie, damit denn die neuen Investoren noch glauben, hier kann irgendwas von 10 Cent auf den Dollar und mehr steigen. Das ist vielleicht in Einzelfällen möglich, aber das ist dann die Mania, dann sollten wir das einfach abstoßen. So, und dann ist natürlich der riesige Wert auch bei den Politikern und so weiter bekannt. Und dann wird es auch eben gefährlich. Und davor müssen wir einfach raus sein und zum Beispiel mehr Gold und Silber kaufen und eigentlich auf das ökonomische Tief warten. Das ökonomische Tief war 1980, konnte man für eine Unze ein Dau erwerben und für 500 Unzen Silber ein Haus. Das sind ganz
Extremwerte und viele glauben eben, das wird diesmal unterboten. Also man kriegt dann für eine Unze 2 bis 4 DAO und vielleicht ein Haus für die Hälfte des genannten Silberpreises, irgendwo 250 bis 300 Unzen. Jedenfalls geben das die Zahlen und die Fakten her. Und ja, und das ist ein Zeitpunkt, wo man dann in die anderen Assetklassen einsteigen muss. Ja, Fazit. Also wir müssen im Prinzip die Gewinne aus den Ereignissen multiplizieren. Jetzt gibt es eine Inflationsdynamik, die sich manifestieren wird, steigende Goldpreise und hoffentlich das Hochschnellen dieser unterbewerteten Penny-Gold-Aktien von Pennies in Dollarbereich und viel mehr. Das ist meiner Meinung nach die ganz, ganz, ganz große Chance und Gold ist gar nicht viel gestiegen. Das kommt dann vielleicht noch erst später. Und Goldaktien steigen immer in der Frühphase eines Bullenmarktes. Das war eben von 2000 bis 2004 auch so. Da hatten Goldaktien ihre große Zeit. Keiner kriegt es mit, weil die eben im Vorfeld steigen. Und Gold ist gerade mal irgendwie um 45% oder 40% gestiegen und hat ja erst dann 2011 sein Hoch erreicht. Also mit diesen Goldaktien im Vorfeld können wir halt jede Menge mehr Gold und Silber generieren, die dann nach einiger Zeit irgendwie ihr Maximalhoch anlaufen. Da schätzen ja viele Analysten, dass das bei Gold 8.000 $ heutige Kaufkraft ist und Silber 300 $. Das ist damit gemeint. Also jede 200 $, die Sie in Goldaktien investieren, könnte mit Faktor 25 nach oben das Kapital gehen. Und diese Gewinne sozusagen, die wir dann Gold und Silber lesen, das Ganze geht dann immer Faktor 4 mit der Kaufkraft hoch. Und wenn das erreicht ist, sind maximal. Dann geht es nicht höher, dann gibt es auch keinen Treibstoff mehr für das Antreiben des Gold und Silber. Das ist die maximale Dynamik, die wir dann in dem Sektor sehen. Und dann wird die Wirtschaft sich in irgendeiner Art und Weise ähm, wieder beruhigen oder normalisieren, stabilisieren. Und das führt in jedem Fall dann zu einer Gold- und Silberimplosion. Und da müssen wir eben klassisch investieren, gute Werke. Wir müssen gucken, was ist eigentlich mehr oder weniger noch übrig geblieben von guten Unternehmen, was sind Zukunftsunternehmen. Und das wird ja auch dieser Report versuchen zu identifizieren und ihn versuchen mitzuteilen. Ja, jedenfalls, jede 200 $ könnten dann langfristig, und das sind vielleicht 15 Jahre roundabout, 1 Million $ Kaufkraft geben. Und das Schöne ist, Sie können eben wie ich damals gesagt habe, in den 1970er Jahren, Sie können da vielleicht, was weiß ich, über die Zeit da 50 oder 100 verschiedene Ereignisketten einlegen und müssen nur ein paar davon investieren. Sie haben ausgesucht. Und das Schöne ist wiederum, es sind eigentlich nur ein, zwei, vielleicht drei Transaktionen innerhalb von 15 Jahren und man hat eigentlich immer Geld. Ich finde diesen Gedanken einfach irgendwo faszinierend. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach moderatem, hohen und sehr hohem Risiko zu unterscheiden. Potenzialfaktor aus Anzahl der Unzen, Grad des Goldes, Länderrisiko berechnen. Exit-Strategie ist eben auch dabei, die sich schon zur Aufgabe macht, einige dieser Zukunftsaktien und Aktien, die vermutlich überleben, zu identifizieren. Aber das wird dann natürlich mehr gepflegt, wenn dieser Goldaktienboom vorbei ist. Das ist ganz klar. Ja, Einlage von Gold und Silber bei einer Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte und einige Broker. Also die Sachwerte-Einkaufsgemeinschaft ist immer an Gold und Silber gekommen. Eine Überweisung schon ist im Zollfreilager gut geschrieben, genauso leicht ist der Verkauf, keine Mindestinvestitionssumme. Ja, wenn Sie sich interessieren, lassen sich einfach von denen beraten, die sind super nett. Ja, dann vielleicht noch ein paar Broker. Ich hatte heute noch mal ein Gespräch, da fragte noch einer, also wie gesagt, es gibt ja viele. Also ich persönlich arbeite in Deutschland mit dem Flatex de Giro. Da kann man eben auch im Toronto Stock Exchange an der Heimatbörse Aktien kaufen und das kostet irgendwie ungefähr 5,90 eine Order. Das ist ziemlich günstig. Wie gesagt, und Sie können auch mit EU-Sitz und Nicht-Schweizer Wohnsitz, zum Beispiel bei Swissquote in der Schweiz, auch ein Depot eröffnen. Da sind die Gebühren teuer, da kostet es um die 20 Franken, aber ist eben dann vielleicht nochmal eine geografische Diversifikation. Ich werde Ihnen das nur unten verlinken, dass Sie da Zugang haben. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben, das würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.